In den dunkelsten Winkeln der Menschheitsgeschichte wird ein Name geflüstert. Er ist weniger der Name eines Gottes, sondern eher die Stimme einer Warnung. Man sagt, er spreche in der Sprache des Feuers und berühre den Menschen dort, wo er am verletzlichsten ist. Ein Schatten, den niemand offen besitzen will, den aber jeder kennt. Moloch. Und heute stellen wir uns eine Frage: Was macht dieses Wesen tatsächlich so furchteinflößend? Moloch war ein Wesen, dessen Name kaum je laut ausgesprochen wurde. Es gab keine Legenden, die ihn beschrieben, keine Epen, die seine Statuen verherrlichten, keine Siege, die an Tempelwänden aufgezeichnet waren. Er war ein Gott ohne Geschichte. Und gerade dieses Schweigen verwandelte ihn in eine noch furchterregendere Macht. Denn Götter erzählten normalerweise von sich selbst. Moloch hingegen sprach nie. Sein Schweigen wurde zu einem leeren Raum, den die Menschen mit ihren eigenen Ängsten füllten. Und genau dort schlug die Furcht Wurzeln und wuchs. In den Augen derer, die nachts vor das Feuer geführt wurden, spiegelte sich nicht nur das orange Leuchten der Flammen. Wenn ein Mensch seiner tiefsten Angst begegnet, weiten sich die Pupillen, der Atem stockt, die Zeit selbst scheint schwerer zu werden. Die Rituale Molochs fanden genau in dieser verdichteten Zeit statt. Während die Flammen tanzten, glühte der Bauch der bronzenen Statue immer heller. Die Menschen, die sich in ihrem Schatten versammelten, glaubten, den Hunger des Gottes stillen zu müssen. Manche sagten, dieses Feuer sei kein Symbol des Bösen, sondern ein Symbol des Unvermeidlichen. Denn in jener Zeit deutete man jede Katastrophe, Dürre, Hunger, Krieg oder Krankheit als Zeichen göttlichen Zorns. Molochs Macht lag verborgen im letzten Funken Hoffnung eines verzweifelten Volkes. Je auswegloser die Lage, desto größer war die Opferbereitschaft. Manche glaubten, dass das Leben eines Kindes den Zorn des Gottes besänftigen könnte. Seine Unschuld galt als das reinste aller Opfer. So wurden die Rituale zu einem Teil des Überlebens, nicht nur zu einer religiösen Pflicht. Das wahrhaft Furchterregende an Moloch war, dass niemand wusste, was er eigentlich war. Einige Priester beschrieben ihn als ein unsichtbares Bewusstsein im Feuer. Andere glaubten, er sei nur die Statue selbst, während die eigentliche Macht bei den Priestern lag. In manchen Kulturen war Moloch nicht einmal ein Gott, sondern nur ein Wort. Ein Wort, dessen Bedeutung schwankte, mal König, mal der Dargebrachte, mal der Geopferte. Doch diese Ungewissheit führte stets zu derselben Erkenntnis, wofür auch immer dieser Name stand. Sein Weg endete im Feuer. Betrachte die Gesichter der Menschen, die sich vor den Flammen versammelten. Manche zitterten vor Angst, manche warteten voller Glauben, manche schlossen die Augen und hofften, dass alles nur ein Traum sei. Doch die Wirklichkeit blieb bestehen. Molochs Schweigen machte die Flüstereien der Menschen nur lauter. Das Feuer wuchs, das Ritual schritt voran, selbst die Dunkelheit des Himmels schien zurückzuweichen. In den dunkelsten Epochen der Menschheit waren Götter nicht nur Abbilder der Natur, sie waren Spiegel der menschlichen Schattenseite. Wuchs die Angst, so verdunkelten sich auch die Gestalten der Götter. Und wenn Macht und Sinnsuche ineinander übergingen, verwandelten sich Rituale in eine zerstörerische Spirale. Für die Menschen, die sich um Moloch versammelten, war dieser Gott keine Wahl, sondern ein Zwang. Wer etwas darbrachte, durfte nicht einmal fragen, warum dieses Feuer überhaupt brannte. Denn niemand wusste wirklich, was Moloch verlangte. Nur eines wusste man: er verlangte Feuer. Und die Menschen glaubten, die Flammen nicht aufhalten zu können. Dies war nur der Anfang dessen, was Moloch so furchterregend machte. Die Furcht, die sich um Molochs Feuer drehte, stammte nicht allein aus der Grausamkeit der Rituale.
Viel tiefer lag ein Problem, das niemand genau benennen konnte. Der Ursprung dieses Gottes war unklar. Die meisten Götter entstehen durch eine Geschichte, leben im Gedächtnis eines Volkes und nehmen Gestalt an durch Mythen. Moloch jedoch trat aus einem Schleier aus Nebel in die Geschichte ein. Niemand konnte sagen, woher er kam. Es gab kein Epos, das ihn beschrieb, keinen Hymnus, der ihm gewidmet war. Selbst in den ältesten Texten erscheint er nur wie ein Schatten. Und je weniger dieser Schatten von sich preisgab, desto mehr Angst erzeugten die Menschen um ihn herum. Die alten Gemeinschaften schauderten, wenn sein Name ausgesprochen wurde. Denn Moloch ließ sich, im Gegensatz zu anderen Göttern, nicht durch Symbole erklären. Fruchtbarkeitsgötter hatten ihre Felder, Kriegsgötter ihre Siegesszenen, Himmelsgötter ihre von Wolken umgebenen Throne. Moloch hingegen hatte kein Gesicht, nicht einmal eine Zeichnung existierte, die ihn zeigte. Und so erschufen die Menschen in ihrem Inneren die schrecklichsten Möglichkeiten. Denn der Geist duldet keine Leere. Je weniger Wissen, desto mehr Dunkelheit entsteht. In manchen Texten wird sogar angedeutet, dass Moloch überhaupt kein Gott gewesen sein könnte, sondern der Name eines Rituals. Ein Wort, das die Opferung von Kindern im Feuer bezeichnete. Vielleicht wurde dieses Wort mit der Zeit zu einem Gott, weil die Menschen ihre eigene Tat nicht erklären konnten. Sie schufen eine Gestalt, um die Schuld abzugeben, und gaben dieser Gestalt einen Namen. So bekam das Ritual eine Identität. Einige Forscher unterstützen diese Theorie, doch für das Volk spielte diese Unterscheidung keine Rolle. Wenn Menschen sich vor einem Feuer verneigten, wenn sie den Namen flüsterten und wenn dieser Name sich in den Dörfern verbreitete, dann existierte dort ein Gott. Andere Deutungen verbinden Moloch mit benachbarten Kulturen, mit dem ammonitischen Gott Milkom oder dem phönizischen Begriff Malik. Diese Verbindungen sind umstritten und wurden nie endgültig bestätigt. Moloch scheint immer außerhalb der Grenzen zu stehen, nie ganz einem Volk zugehörig, aber auch nie vollständig verschwunden. Er ist wie eine dunkle Note zwischen verschiedenen Sprachen. Die Menschen sahen in ihm eine Bedrohung und deshalb wollte kein Kulturkreis ihn für sich beanspruchen. Vielleicht machte ihn gerade das so furchterregend. Ein herrenloser Gott kann überall auftauchen. In den Texten, in denen Moloch vorkommt, taucht vor allem ein Motiv immer wieder auf: das Feuer. Feuer war nicht nur ein Werkzeug, es war der Gott selbst. Das Aufflammen der Glut wurde seinem Atem gleichgesetzt, die Leere im Inneren der Statue seinem Hunger. Feuer spendet Licht und zerstört zugleich, genau wie die Natur dieses Gottes. Wer vor den Flammen stand, fühlte, dass sie mehr waren als ein Element. Wenn sie tanzten, wirkten sie fast wie ein Bewusstsein. Das Feuer war Molochs ausgestreckte Hand, es reinigte, indem es vernichtete. Deshalb sah man in Moloch nicht nur einen Gott, sondern auch eine Konsequenz. Wenn eine Gemeinschaft innerlich zerfiel, rückte Moloch näher. Wenn der Hunger wuchs, wenn Könige Kriege begannen, wenn Menschen einander die Hilfe verweigerten, wurde sein Name häufiger geflüstert. Moloch war nicht nur im Ritual, sondern auch in menschlichen Fehlern gegenwärtig. Jede verzweifelte Entscheidung, jede dunkle Wendung, jede Träne in einem Haus konnte als sein Schatten gedeutet werden. Das Furchterregendste jedoch war, dass Moloch niemals sichtbar wurde. Die Taten, die in seinem Namen geschahen, waren eindeutig, doch der Gott selbst blieb unsichtbar. Stille, Abwesenheit und Ungewissheit. Diese drei Worte definierten sein Wesen. Manche sagten, Moloch fordere eigentlich kein Feuer, sondern Gehorsam, dass das Feuer von den Menschen selbst genährt wurde, nicht von einem Gott. Denn wenn ein Mensch seine eigene Angst vergöttlicht, kann das, was er erschafft, nur schrecklich sein. So zeigt die Geschichte Molochs etwas Grundlegendes. Das Böse,
ist nicht immer ein äußerer Feind. Manchmal gibt der Mensch seiner eigenen Dunkelheit einen Namen. Und dieser Name wird mit der Zeit zu einem Gott. Der Name Moloch blieb nicht nur als Schatten in den Seiten der Geschichte bestehen. Mit der Zeit begannen bestimmte Täler, Städte und heilige Orte sich mit ihm zu verbinden. Diese Orte hatten eines gemeinsam: keine gewöhnliche Stille, sondern ein dumpfes Grollen, ein Vorbote jener Stille, in der sich die tiefsten Ängste der Menschheit widerspiegelten. Die sogenannten Tophet-Stätten sind ein Beispiel dafür. Manchmal waren es Täler, manchmal Hänge am Rande einer Stadt, manchmal verlassene Gebiete, wo der Rauch des Feuers niemals ganz erlosch. Menschen scheuten sich ihnen zu nähern, und in der Nacht sah man über dem Tal ein rotes Glimmen, das man für den Atem des Gottes hielt. Wie die Rituale im Tophet wirklich abliefen, weiß bis heute niemand genau. Die antiken Texte sind kurz, hart, oft nur andeutend. Ausdrücke wie „durchs Feuer gehen lassen“ sind vieldeutig. Sie können eine symbolische Reinigung meinen oder eine grausame Realität. Doch in einem Punkt stimmen die Quellen überein. Dieses Feuer war kein gewöhnliches Feuer. Es sollte die Ängste der Menschen verzehren. So wurde jede Flamme im Tal nicht nur als Teil eines Rituals, sondern als sichtbarer Ausdruck der menschlichen Dunkelheit verstanden. Archäologen diskutieren bis heute über die Asche, die kleinen Urnen, die Spuren von Verbrennungen, die man an diesen Orten gefunden hat. Einige sagen, es handle sich um eine Form von Bestattung. Kinder, die eines natürlichen Todes gestorben waren, seien erst danach verbrannt worden. Das wäre eine mildere Interpretation des Schreckens. Andere sind überzeugt, dass die Spuren einen je wiederkehrenden Ritus belegen, bei dem das Feuer nicht folgte, sondern verursachte. Schon diese Möglichkeit erklärt, warum Moloch in der Geschichte weniger als Gott, mehr als Warnung verstanden wurde. Die Menschen, die sich am Feuer versammelten, waren meist still, denn Worte hätten das Geschehen erklärbar gemacht. Und manche Dinge will der Mensch nicht erklären. Oft versucht er sogar, die eigene innere Stimme zu ersticken. Es heißt, in diesen Momenten lag eine seltsame Form von Akzeptanz in der Luft. Was im Feuer verschwand, war nicht nur ein Körper, sondern manchmal die Verzweiflung eines ganzen Volkes. Ein Volk trifft die schwersten Entscheidungen, wenn es glaubt, keine andere Wahl mehr zu haben. Und erschafft sich dafür Götter, die diese Entscheidungen rechtfertigen sollen. Warum diese Rituale stattfanden, beschäftigt die Menschen bis heute. Krieg, Hunger, Seuchen, Dürre, Verzweiflung kann den menschlichen Geist trüben. Wer keinen Ausweg mehr sieht, ist bereit, selbst die eigenen Werte zu verraten. Molochs Feuer scheint genau in solchen Zeiten an Macht gewonnen zu haben. Denn kollektive Angst kann ein Volk an den Rand eines Abgrunds treiben, und die Götter, die in diesem Abgrund erschaffen werden, tragen immer das Gesicht der Furcht. Auch die Anwesenheit der Priester verstärkte dieses Bild der Finsternis. Was sie sagten, ist nicht überliefert. Doch die Regelmäßigkeit der Rituale zeigt, dass sie eine Ordnung vorgaben. Sie gaben dem Feuer Bedeutung, sie übersetzten den Schrecken in ein göttliches Verlangen. Wenn der Mensch diese Ordnung akzeptiert, verliert er die Kontrolle und unterwirft sich dem eigenen Angstbild. So wurde Molochs Feuer mehr als nur ein Ritual. Es wurde ein Symbol für Ungerechtigkeit, für die Grausamkeit der Mächtigen, für das Unheil, das Menschen einander zufügen. Alles, was im Feuer verschwand, war in Wahrheit ein Stück menschlicher Finsternis. Deshalb ist Moloch weniger ein Gott und mehr eine Warnung vor der falschen Entscheidung, die in Momenten tiefster Verzweiflung getroffen wird. Heute mag Moloch selbst nicht mehr existieren, doch die Gedanken, die sein Feuer einst nährten, sind noch immer lebendig.
Wo Verzweiflung herrscht, wo Menschen das Wertvollste opfern, um einer unsichtbaren Angst zu entkommen, lebt der Schatten Molochs weiter. Darum verschwindet seine Geschichte nicht aus dem Gedächtnis. Das Feuer erlischt, das Ritual endet. Doch die Quelle der Furcht verschwindet niemals ganz. Obwohl Molochs Geschichte scheinbar in den Feuergruben der Antike beginnt und dann spurlos verschwindet, wurde seine Spur in Wahrheit niemals ganz ausgelöscht. Selbst wenn das Feuer erlosch, blieb der Geruch des Rauchs in der Luft zurück. So wirkte auch Moloch weiter. Die Rituale wurden verboten, Gemeinschaften zerstreut, alte Glaubensstrukturen brachen zusammen. Doch das, wofür Moloch stand, dass der Mensch im Schatten der Angst das Wertvollste opfert, überdauerte in unzähligen neuen Formen. Warum die Rituale verschwanden, lässt sich nicht auf ein einziges Ereignis zurückführen. Wenn sich Gesellschaften verändern, verändern sich auch ihre Götter. Neue Herrscher, neue Religionen, neue Moralvorstellungen. All das ließ die Macht jener dunklen Feuer allmählich bröckeln. Doch kein Gott verschwindet je vollständig. Solange Menschen sich an ihn erinnern, bleibt er als Schatten bestehen. Im Laufe der Zeit sammelten sich neue Bedeutungen um den Namen Moloch. Der Schrecken, der einst aus den Flammen stieg, wanderte nun in die Gedanken der Menschen. Sie sahen in Moloch weniger einen Gott, als vielmehr ein Symbol für zerstörerisches menschliches Verhalten. Denn seine wahre Macht lag nicht in Bronze oder Feuer, sondern darin, was Menschen bereit sind zu opfern, wenn sie sich vollkommen machtlos fühlen. Im Mittelalter erhielt Moloch eine neue Rolle. In dämonologischen Texten tauchte er nicht mehr als Feuergott auf, sondern als Gestalt in den dunklen Ebenen der Hölle. Eine Verschiebung, die zeigt, dass der Mensch nicht mehr das Feuer fürchtete, sondern die eigenen inneren Schwächen. Moloch wurde zum Namen jener Kräfte, die Menschen zu Taten treiben, für die sie eine äußere Erklärung suchen. Das Böse zu benennen ist leicht, seinen Ursprung zu begreifen nicht. Nach und nach wurde Moloch zu einem abstrakten Begriff. Die wachsenden Gesellschaften, die immer komplexeren Machtstrukturen, das Gefühl, in anonymen Systemen unterzugehen, all dies rief neue Ängste hervor. Nun schien Moloch nicht mehr in Tälern zu wohnen, sondern in den Mechanismen, denen Menschen sich ausgeliefert fühlten. Philosophen sahen in Moloch schließlich das gefährliche Nebenprodukt menschlicher Systeme. Wenn eine Gesellschaft für Wachstum die Natur zerstört, wenn Nationen an den Rand eines Krieges driften, wenn Menschen in gnadenlosen Wettbewerb gedrängt werden und kaum noch an die Zukunft ihrer Kinder denken, dann kehrt Molochs Name zurück. Denn sein Kern, die falsche Entscheidung, geboren aus Verzweiflung, ist zeitlos. Damit wurde Moloch weniger ein mythologisches Wesen, als eine universelle Warnung. Unabhängig von Religion oder Kultur steht er für jene Macht, die erscheint, wenn Menschen innerlich zerbrechen. Seine Form ändert sich mit den Jahrhunderten, doch seine Wirkung bleibt dieselbe. Wie einst die Menschen im Schein der Flammen, können auch wir heute durch unsichtbare Systeme in die Dunkelheit gedrängt werden. Heute kennen viele Moloch nur noch als dunklen Gott der alten Schriften. Doch das Unheimlichste ist, er war nie nur ein Gott, er war immer das Symbol für die grausamsten Entscheidungen, die der Mensch gegen sich selbst treffen kann. Im Feuer verschwanden nicht nur Kinder, sondern das Gewissen ganzer Gemeinschaften. Darum war Molochs Untergang eigentlich nur ein Wandel. Die Dunkelheit, die er verkörperte, kehrte in neuer Gestalt in die Welt zurück. Vielleicht gibt es keine Feuergruben mehr. Die bronzenen Statuen stehen nicht länger an den Tälern. Doch das, was Moloch wirklich repräsentiert, blinde Opferbereitschaft im Namen der Macht, streift noch immer wie ein Schatten über die Menschheit. Und diesen Schatten zu begreifen, bedeutet, die eigene Dunkelheit zu erkennen. Während die alten Kapitel der Geschichte sich schließen, glauben viele, dass auch Moloch mit ihnen im Staub verschwindet. Doch manche Gestalten vergehen nicht.
Sie verändern nur ihre Form. Molochs feuriger Körper, die Trommeln, die Schreie übertönten, seine bronzenen Arme, all das mag heute nicht mehr vor uns stehen. Aber die Logik, die er verkörperte, hat sich tiefer in die Menschheit eingegraben, als man denkt. Denn Molochs Macht entsprang nie einer greifbaren Gestalt, sondern den Schwächen des Menschen selbst. Und genau deshalb begegnen wir seinen Spuren in der modernen Welt leiser, unsichtbarer, aber weit verbreiteter als je zuvor. Der Mensch von heute versammelt sich nicht mehr um Feuergruben, doch andere Gruben öffnen sich, jene der endlosen Konkurrenz, des Konsums, der Geschwindigkeit und des Machtstrebens. In diese unsichtbaren Abgründe fällt nicht mehr der Einzelne, sondern seine Zukunft. Hier zeigt sich Molochs modernes Gesicht. Er verlangt keine Opfer mehr. Er lässt Opfer selbstverständlich erscheinen. Menschen folgen seinem Ruf, ohne es zu bemerken. Denn dieser Ruf kommt nicht als Befehl, sondern als Gefühl. Du hast keine Wahl. Menschen, die sich im wirtschaftlichen Wettbewerb verlieren, die ihre Gesundheit für Arbeit aufgeben, Gesellschaften, die Sicherheit über Freiheit stellen, nichts davon ist ein Opfer für eine Feuerstatue, aber alles folgt dem gleichen Prinzip. Moloch wandert heute in Straßen, Gebäuden, Bildschirmen. Immer dann, wenn der Mensch unsichtbarem Druck nachgibt, seine Werte verschiebt oder seine Zukunft für kleine Vorteile eintauscht, taucht Molochs Schatten wieder auf. Er ist kein Gott mehr, sondern eine Strömung im Verhalten der Menschen. Deshalb bezeichnen viele Denker Moloch heute als den Namen für die Fallen, die die Menschheit sich selbst stellt. Je schneller die Technologie wächst, je stärker Staaten konkurrieren, je mehr Unternehmen unter Druck expandieren, desto einsamer fühlt sich der Einzelne zwischen diesen Mächten. Und Einsamkeit ist der Boden, auf dem Moloch am stärksten gedeiht. Denn wenn die Angst größer wird, werden Entscheidungen härter, Werte biegsamer. Historische Fehler entstehen selten durch äußeres Böse, meist durch innere Verzweiflung. Und genau das ist Molochs unveränderlicher Kern. Die Neigung des Menschen, im Angesicht der Angst das Wertvollste zu opfern. Einst war es ein Kind, das in den Flammen endete, um eine Dürre zu besänftigen. Heute opfert der moderne Mensch die Zeit seiner Kinder, ihre Hoffnung und manchmal den ganzen Planeten. Für endlose Wettläufe, Projekte sollen schneller enden, Kriege abschreckend wirken, Gewinne steigen, Konkurrenz bestehen bleiben. Dabei schwindet das Wertvollste. Lebensqualität, Frieden, Zukunftsglaube. So wird Moloch zum Symbol der institutionalisierten Opferökonomie der Gegenwart. Niemand glaubt, einem Gott zu dienen, doch Entscheidungen und Ängste formen ein unsichtbares Heiligtum. Moloch wird dort am mächtigsten, wo er nicht erkannt wird. Und doch gibt es eine Wahrheit, die jede Dunkelheit begleitet. Moloch war nie unbesiegbar. In der Vergangenheit verstummten die Tempel, als Menschen begannen zu fragen. Heute beginnt dieselbe Befreiung. In dem Moment, in dem ein Mensch sich selbst erkennt, Molochs moderne Gesichter wahrzunehmen, ist der erste Schritt, seine Macht zu brechen. Wenn der Mensch aus Bewusstsein statt Angst handelt, verliert das Feuer seine Herrschaft. Wenn kurzfristiger Nutzen langfristigem Sinn weicht, brechen selbst mächtige Systeme ein. Wenn Gesellschaften ihre Werte erinnern, verstummt der Kreislauf, der die Dunkelheit nährt. Denn Moloch übersah eines: Die Menschheit ist nicht nur Erbin der Angst, sondern auch der Erkenntnis. Die Fragen sind heute so scharf wie in der Antike. Wie hoch darf die Macht kosten? In welchem Moment verliert der Mensch seine Werte? Und vor allem, wie schützt der Einzelne sein inneres Licht vor den wandelnden Gesichtern des Moloch? Molochs Geschichte ist nicht nur eine Geschichte der Furcht. Sie erzählt vom Mut der Menschheit, ihrer eigenen Dunkelheit zu begegnen. Einst warf man Kinder ins Feuer. Heute
hält die Menschheit ihre Zukunft, unbemerkt an dessen Rand. Doch wie in jeder Epoche besiegte ein einziger Gedanke die Finsternis. Das Bewusstsein, dass Licht wertvoller ist als jeder Schatten. Das ist Molochs Lektion für die moderne Welt, denn er ist kein antiker Gott mehr, sondern eine Option. Und wie jede Option verliert er seine Macht, sobald er abgelehnt wird. Die Menschen erschufen einst ein Monster und ließen es ihre eigenen Fehler vollbringen. Doch welches Monster regiert uns heute? Schreib es in die Kommentare.